Willkommen zurück zu Etappe 8. Es geht jetzt zurück von Brest nach Rambouillet. Die Hälfte habe ich nun geschafft, 600 Kilometer. Und nun kommt der zweite, aber herausfordernde Anteil. Das Ganze nochmal zurückfahren mit der Vorbelastung. Eine kurze Nacht hatte ich mit 5 Stunden Schlaf. Und jetzt geht es also nach Caillé-Plouguer, 90 Kilometer mit ordentlich Höhenmetern. 1200 Höhenmeter haben wir. Hier sieht man schon, es gibt 8a und 8b. Dieser Teil ist dann nur 8a betreffend. Da ist nämlich die erste Geheimkontrolle, die ich jetzt ja noch nicht kenne. Wir haben also Dienstag. 30 Minuten Pause hatte ich hier in Brest. So, kleine Pause gab es hier, aber jetzt geht's weiter. Haben früh am Morgen. Und es wird ein wunderbarer Tag werden. 92 Kilometer bis zum nächsten Stopp. 7:45 Uhr, 36 Stunden für die 600 Kilometer. Gegessen habe ich hier wieder nichts. Ich hatte am Morgen etwas gefrühstückt, da die Reste, die ich bei der Ankunft von meiner Übernachtung hatte. Der hier vor mir, das ist Dave aus England. Und in der zweiten Hälfte werde ich ihm hinterher rasen. Er wird unheimlich Druck machen. Es wird irre Spaß machen. Das ist Reflexachtung, obwohl er das vielleicht nicht versteht. Hier kann man wohl pennen, ja, duschen und schlafen. Mir sagt aber unterwegs einer, dass einige Plätze davor viel schöner zum Schlafen sind. Und Brest nicht so toll ist. Wahrscheinlich wollen auch viele dann nach Brest. So, dann hat man die Hälfte und da dann schlafen. Dass das hier entsprechend voll ist. Ja, aber also ein schönes Höhenprofil für uns, aber damit auch viele klasse Abfahrten. Ich werde sie genießen. Irgendwie hatte ich probiert, einen Supermarkt zu bekommen, aber der war dann doch nicht offen, da war nur Licht an. Da war ich ein paar Minuten zu früh. Ging also weiter. Die ersten gucken schon bei Bäckern. Aber Brot wollte ich ja noch nicht. Das passte irgendwie nicht rein bei mir. So ging es also erstmal zur Brücke. Aus Brest langsam raus. Nix da. Noch ist es ziemlich kühl. Ich habe meinen Fleece-Pullover an und so einen Schlauchschal um den Hals. Da ist sie, die Brücke. Wir fahren doch rüber. Diesmal halt auf dem Rückweg. Sonst fuhr man da auf dem Hinweg rüber. Oh, das ist natürlich schön. Bei Licht sehe ich die jetzt mal. Beim letzten Mal war ich um Mitternacht da. Oder kurz nach Mitternacht. Da konnte man außer die Lampen überhaupt nichts sehen. Zeit für Fotos. Ja, reg dich nicht auf, ey. So. Ah ja. Die Bucht von Brest. Foto mache ich auf der Brücke. Genau, you're on the roadway, meint er. Der hat wohl die Treckfahrer verwechselt. Ja, 2019 war es genau umgekehrt, diese Schleife. Die kommen sich ja nicht entgegen, die Fahrer, die zum Schluss am Ende der 600 Kilometer Die fahren. Bucht von Brest zum ersten Mal. Und die Brücke kann man nicht sehen hinter der Insel. Und da war es halt genau umgekehrt. Da fuhren wir dann halt auf dem Hinweg hier über die Brücke. Und da war dann einer, der fuhr dann den alten Track sozusagen. Aber Hauptsache er kommt dann bei dem Checkpoint an. So, ich nehme mal an, hier fährt keiner einfach nur vorbei. Die werden alle einmal absteigen und ein Foto machen.
Halbzeit. Obwohl das nicht stimmt, der Rückweg ist einfach, weiß auch nicht, irgendwie länger gefühlt und anstrengender. Die Vorbelastung ist drin, der Schlafentzug ist drin. Ja, das ist sie. Da sind die beiden Kanadier mit ihrem Tandem aus Titan. Noch weiß ich es nicht, aber ich werde nachher den Rest bis zum Ziel mit den beiden fahren. Wir werden nachher einen riesenlangen Zug bilden. Die vorne vor, ich dahinter und eine Riesenschlange dahinter dann. Und so steigt wirklich jeder hier ab, macht irgendein Erinnerungsfoto. Und die einen warten ein bisschen länger, die anderen ein bisschen weniger. Und das ist hier Björn Lennart, ganz bekannter Fahrer, ist hier Standortleiter in Sachsen von der ARA. Ich werde ihn nachher nochmal sehen. Auch in der Sicherheitskontrolle werde ich ihn auch sehen. So kommen hier alle noch recht müde von der Nacht gezeichnet, diesen Anstieg von der Brücke hoch. Ein schöner Tag wird beginnen. Mai war nochmal mit ihrem Rad von der Bike Show. Lässt sich da auch nochmal fotografieren. Und nach 15 Minuten Fotopause ging es für mich dann auch weiter. Haben jetzt 8:25 Uhr, 40 Minuten seit Start, 7 Kilometer. So sollte man seine Zeit eigentlich nicht verplempern, hier ewig rumstehen und Fotos und Videos vor allen Dingen machen. Und da kann ich ja fast nicht aufhören. Ah, ist das schön, gell? Mit Sonnenaufgang, mit Nebel. Aber es geht weiter. Und der Plan ist, in 90 Kilometern Suppe essen. Ich habe einfach Bock auf Suppe. Der Lidl hatte doch zugehabt. Ich wusste auch nicht, was ich da kaufen soll. Warme Suppe. Obwohl da auch nicht viel Kalorien drin sind. Na, ich wusste, irgendwas muss ich essen. Das wird jetzt zunehmend schwieriger mit meinem Bauch. Also das Gefühl war wirklich übelst. Nochmal Maeva. Danach werde ich sie nicht mehr sehen. Vielleicht male ich mein Rad auch mal so an. Die Knochen sind okay. Also der Bauch ist halt. Der Bauch ist das Problem bei mir. Gepustet an. Also mir ist so, als wenn du so merkst, dir wird so ganz, ganz langsam schlecht, ne? Dass der Körper am liebsten sagt, ey, das muss raus alles, egal wo raus. Oben oder unten, Hauptsache raus, ne? Ich hatte eben einen getroffen, der sagte, er hat Durchfall. Weil das war ein Anfänger, ne? Der hat mal ein Video von mir gesehen. Und dann hat er, ey, du bist doch der und der, ne? Mach ich, ja. Und dann habe ich ihm nur so gesagt, also die meisten werden Probleme kriegen, in irgendeiner Form. Ne? Ja. Irgendwie wird es einem halt nicht so gut gehen oder halt, was weiß ich, das Knie. Ja. Das ist ja auch irgendwie der richtig spannende Part hier, zu gucken, wie dein Körper sich verhält. Ne? Und ich merke das auch eine Woche danach.
Krämpfe kommen dann. Echt? Ja, also wenn ich dann im Bett liege und manchmal so, dann denke ich, oh, es fängt an, Krampf zu kommen, muss ich schnell alles langstrecken. Elektrolyte ist wichtig. Du habe ich in die Kasse reingefallen. Ja, ich habe diesmal so ein bisschen Magnesium, Calcium und was war noch drin? Dieses Basenpulver, weil ich einfach denke, dass wir total übersäuert sind. Ne? Der Sport übersäuert uns, plus halt dieses viele zuckerhaltige Zeug. Nee, nur Milch und ja. Ja, ich hoffe, dass wir nachher, wenn es heiß wird, so ein paar Supermärkte anlaufen. Und dann irgendwas Kaltes und dann werde ich mal so einen Joghurt probieren. Ja, das war gestern, der wollte mir Nudeln machen, Bolognese. Abends um 11:30 war ich halt angekommen. Da dachte ich mir, ne, du machst das alles. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann einen kleinen Klecks von esse, die ist recht hoch. Und dann habe ich nur gefragt, darf ich mal in deinen Kühlschrank gucken? Und dann auf Joghurt hatte ich Bock. Da lag da noch so eine kleine Melone rum. Und dann hat er mir das gemacht, während ich duschen war. Und dann habe ich davon aber auch nur ein Drittel essen können. Und habe das dann hingestellt. Und als ich dann wach wurde, dann konnte ich essen. Dann ging das wieder. Da hatte ich auch richtig Hunger. Meistens das, was du sagst. Ja, genau. Also das Mitnehmen, das höre ich immer wieder. Ne? Pack nicht so viel ein. Du willst nachher was anderes, weil wenn ich zu Hause bin, Trainingsrunden machen, außer 200 Kilometer Trainingsrunde, dann ist Ligas Bombe. Ne? Rein damit, die Dinger sind immer am Rad. Auch wenn die schmelzen, kannst du die weiterhin essen. Ja, da hatte ich mich mit einem unterhalten. Also hier nochmal Jörn Lenhardt und Gabriela auf ihrem Tandem. Und Björn, der war mal der Erste in 2015, also der erste Deutsche, der mit ein bisschen über 44 Stunden dann BBP sozusagen gewann. Ja, nun haben wir 8:45 und da war so ein Verpflegungspunkt, wo ich den mal anhielt. Und der sagte, Milch, probier mal Milch und Ich will Milch mal Salz. probieren, was der mir eben erzählt hat. Milch mal probieren. Salz haben die nicht. Das ist das nächste, was ich probiere. Wenn ich irgendwie an Salz komme, Teelöffel Salz. Ja, ich hatte nachher gefragt, Mensch, habt ihr vielleicht irgendwie Salz? Dann ging da irgendjemand rein ins Haus und dann kam die mit so kleinen Päckchen Salz zurück. Elektrolyt. Elektrolyt. Oh. Non, et puis j'en aurais pas fait. Non, mais c'est vrai. Mais en fait, À Brest, il y avait le marchand. Et à la sortie du pont, il y avait de la viande qui avait mis Ouais, non, mais c'était. Also musste mal Salz probiert werden. War jetzt nur so ein Tipp, aber das hätte ja sein können. Es war ja heiß genug die Tage, dass da Elektrolyte verschwunden sind. Und dann mehr davon. Ich werde die ganzen Papiertütchen mitnehmen und unterwegs immer wieder mal was essen. Es wird mir nachher auch helfen. Also ich werde im Laufe des Rückweges wird es besser werden damit. Ouais, très peu. Merci à tous. Merci à vous. Boah, widerlich. Also die meisten Städte haben ja Kaffee und Tee und bieten dann mal ein bisschen Milch dazu an. Dann habe ich da halt 2 Gläser Milch getrunken. Und die haben mir auch geholfen. Ja, so kam dann ein Radfahrer nach dem anderen. Gab da ein paar Tomaten. Ja, das war einer der Supporter da. Ein paar Anwohner, direkt da vor dem Haus. Schön, so an der Strecke. Man sieht die hier vorbeirauschen. Crepe funktioniert auch zu essen.
Irgendwas in mir macht schon wieder zu und sagt nicht mehr essen. Ich glaube, kann man sich nicht vorstellen, dass der Körper sagt, ess einfach nicht mehr. Also ich habe mir da 2, 3 Krebs reingewirkt fast. Also der erste ging gut, der zweite wollte nur so halb. Vielleicht hatte ich dann noch einen dritten gegessen. Einfach nur, weil ich weiß, es muss jetzt eigentlich mehr rein. Und dann ging es auch nach einer kurzen Pause wieder weiter. Hier wieder ein Bike von der Bike Show. Ich werde es aber gleich nochmal sehen und mit ihm ein paar Meter zusammenfahren. Also 15 Minuten war ich jetzt hier bei der Verpflegungsstation. Das waren wirklich gut investierte 15 Minuten. Schön, dass ich da angehalten habe. So where are you from? Near Hamburg. Kiel. Kiel. At the Kieler Kanal. Okay. Northern Germany. Das ist Vianney aus Thailand Is it at Brompton? und finisht das mit 86 Stunden auf diesem Bike. Also ein Brompton ist es nicht. Ich habe leider nicht verstanden, was es für ein Fahrrad ist. Aber er hat das damit geschafft. Also finde ich wunderbar. Den fand ich ja auch goldig. Man sah gleich, aus welchem Land er kam. Also ohne Helm. Oder auf dem Helm hat er denn so einen Cowboy-Hut aufgehabt. Ah, hier ist der Pfeil jetzt. Eben gab es hier leichte Verwirrung. Der Track ist anders wie die Pfeile. Ah. Naja. Da ist er wieder aus Slowakia, Michal. Er wird es auch schaffen in 82 Stunden. So rollen wir den nächsten Berg runter. Und so geht es jetzt die ganze Zeit immer berghoch. Dann sind wir ja meistens recht langsam, können uns ein bisschen unterhalten meistens. Und dann rauschen wir wieder in irrem Tempo die Berge runter. Nachher in der zweiten Hälfte vom Video kann man das dann ein bisschen länger mal betrachten, wie wir da die Berge runterknallen förmlich. Macht irre Laune. Es gibt auch viele, die dann erkennbar sind als Freunde, die dann PPP zusammenfahren und wohl als Gruppe da durchkommen gemeinsam. Wieder so ein Anstieg. Man verausgabt sich nicht ganz doll. Fährt dann langsam hoch. 1 Stunde 30 ist unterwegs. 9:15 Uhr haben wir. Und das war jetzt eine Gruppe von finnischen Fahrern. Der William aus den USA mit 88 Stunden wird er finishen. Der Gunnar aus Deutschland mit 85. Er hat eigentlich auch fast auf die Bike Show gekonnt, das Rad, so ein schönes Randonneursrad. Nächster Anstieg hoch. Und das ist jetzt Dave, den ich auch beim Start in Brest getroffen hatte, da als ich losfuhr. Und ich werde halt sehr, sehr lange mit ihm fahren. Aber die meiste Zeit in seinem Windschatten bleiben. Also der hatte wirklich Spaß mit richtig Druck da die Berge runter zu knüppeln. Und ich hatte daran Spaß gefallen, denn ihm zu folgen. Mit bisschen Sicherheitsabstand, denn wir sind wirklich sehr schnell gefahren. Wir werden ja bei der Sicherheitskontrolle gegen 11 ankommen. Es ist also noch nicht so heiß.
Noch schwitzen wir nicht so sehr. 9:30 mittlerweile. 2 Stunden ein bisschen. Und die nächste Ortschaft. Ja, da darf eigentlich nichts auf die Straße laufen oder irgendwie ein Auto vorfahren. Das wird ein Riesenmalheur geben. Risiko ist da schon bei. Und auch diese Barrieren da in der Mitte, also wenn man da nachts diesen Berg so schnell runterfährt in der Gruppe und das vielleicht nicht so gut angezeigt wird, das kann richtig übel enden. Und ich habe es in der Nacht ja auch erlebt, dass da Leute verletzt auf der Straße lagen. In der ersten Nacht zumindest. Ja, wegen solcher Hürden, die mitten auf der Straße sind, die man dann vielleicht auch mal, wenn man mit hohem Tempo da lang fährt, nicht rechtzeitig sieht, wenn man in der Gruppe ist. Wieder durch schöne Städte mit schönen alten Häusern. Da ist er wieder mit seinem Cowboy-Hut. Ich finde das zu schön. Ah, nee, genau, er hat nur so einen Ring gehabt. Um den Helm hat er so einen Ring. Und dann sah das Ganze aus der Ferne aus wie so ein Cowboy-Hut. Nächster Berg hoch. Und die Anstiege haben wirklich lang gedauert. War recht anstrengend, bis man oben war. Kurz vor 10 Uhr mittlerweile. Und bei den Abfahrten lasse ich auch ein paar längere Abschnitte gleich mal stehen hier und schneide das nicht auseinander. Weil die einfach zu schön waren. Und ich mochte nicht diese schönen langen Sequenzen zerschneiden. Und so bleiben sie hier in diesem Video in ganzer Länge da. Ernesto aus den Philippinen, er wird es schaffen. Und das Ding sah ja auch lustig aus. Also so habe ich noch nie gesehen. So ein Dreirad, ganz tief liegend, aber er wird es leider nicht schaffen. Er hätte es schaffen können von der Zeit. Also ein Drö hat er aufgehört, aber mit genug Restzeit. Noch eine aus UK. Er wird es auch schaffen. Ja, fällt mir jetzt nicht ein, aber Wieder der Däne. Er wird gleich super schnell den Berg runterknallen. Also wir sind schnell und der ist doppelt so schnell. Aber wir werden ihn immer wieder einholen. Diese Velomobile, die haben halt echt ein Problem am Berg. Die haben da zu viel Gewicht und vielleicht können die auch nicht so viel Leistung treten, als wenn man oben auf dem Bike ist und sein Gewicht einsetzen kann. Also Dave wieder vorweg, macht ordentlich Druck. Tempo ist gleich immer zwischen 50 und 60. Wenn wir hier die leichten Abstiege runtergehen. Schön windschnittig machen. Unterlenker oder auf den Auflieger rauf. Schmal und klein
Mit dem Speed hier bringt das was. .30 soll man hier fahren. War eben das Schild. Die kannten sich wohl. Ein Hai. Aber er wollte wohl nicht mit. So blieben wir erstmal allein. Wir werden nachher eine Dreiergruppe werden. So, jetzt darf man wieder Speed fahren. Und man vergisst einfach, was man noch vor sich hat. Irgendwie ist es einem jetzt egal. Einfach Lust am schnellen Fahren. So, jetzt sind wir bei 60 schon angekommen. Topspeed mit nachher 63 wären bei mir. Und die Abfahrten sind schön lang, also nicht so super steil. Man kann also schon schön mittreten. Ja, Dave macht sich hier richtig schön klein. Kopf weit runter. Schmale Schultern und Ellenbogen. Gleich kommt der Dave, der Däne mit seinem Velomobil von hinten angeschossen. Noch weiß ich es nicht, ich filme gleich nochmal nach hinten. Und dann sieht man, wie er da anzischt. Und jetzt ist es ja auch fast Ebene. Also jetzt haben wir keinen Abstieg mehr. Und ich würde ja gerne mal wissen, was die Velomobile dann, wenn dann richtig bergab geht, was die denn da für einen Speed drauf bekommen können. Also er wird hier gleich vorbeizischen. Da sieht man ihn jetzt hinten ankommen. Also, ja, die müssen wirklich irre schnell sein. Ja, kann man nicht abschätzen. Weiß ich, 70 vielleicht, 80, keine Ahnung. Aber da ist er wieder. Wenn man berghoch geht, dann holt man ihn wieder ein. Ja. Das, was der bergab gut macht, das muss er dann lassen, wenn es berghoch geht. Da hat er sein Gewicht, was er hochbringen muss, 20 Kilo mehr wie wir. Zweieinhalb Stunden, 10:15 Uhr, nächste schöne Ortschaft. Also einen Abstieg haben wir jetzt noch und dann kommt die Sicherheitskontrolle.
Und wieder geht's jetzt mit 60 den Berg runter. Und der nächste Abstieg. Mittlerweile sind wir zu dritt jetzt, die das Tempo fahren wollen. Aber zu nah sind wir dann doch nicht zusammen, dass wir so den ganzen Windschatten vom Vordermann nutzen. Irgendwie fehlt wohl doch ein bisschen der Mut, da zu nah ans Hinterrad dran zu fahren vom Vormann, um da noch mehr Windschatten zu bekommen. Einfach zu schön, so mit ein paar anderen Leuten zusammen den Berg runterrauschen. Und so sind wir bei der Sicherheitskontrolle in Plüben, war die dieses Jahr. Das ist eine Geheimkontrolle. 10:40 Uhr haben wir, 2 Stunden 55 habe ich gebraucht dafür. Waren also 55 Kilometer knapp. Durchschnittliche Herzfrequenz waren 126. Geschwindigkeit war 17 nur durch die Pausen. Bonjour. Bonjour. Vous voulez-vous allonger? You want something? Coffee and drink outside. Dann gab es den wichtigen Stempel der Security-Kontrolle. Okay. Buenos días. Hola. Thank you. Dann hatte ich noch ein bisschen mich umgeguckt, wie es draußen ausschaut. Dann gab es hier ein paar Croissants. Die Leute haben ihre Wasserflaschen wieder aufgefüllt.
Und dann hat er noch ein paar Impressionen eingefangen. Hier nochmal Björn Lennart und seine Kollegin mit dem Tandem. Und hier ist der Philipp aus Frankreich mit der F131, diesem Velomobil mit dem Falken an der Seite und dem Deckel oben drauf, wo ich mich ja am ersten Tag vor der ersten Sicherheitskontrolle so gewundert habe, wie er das da wohl aushalten mag in der Hitze, in diesem geschlossenen Velomobil. Ja nun, er wird es leider nicht schaffen, er wird bis Dreux fahren, ist auch ausreichend von der Zeit, aber er wird die letzten 40 Kilometer nicht mehr fahren. Und hier vor der Security-Kontrolle muss man so einen Berg hochfahren. Also die Leute kommen jetzt hier relativ langsam oben an und so ein bisschen außer Puste dann. Und da habe ich mich gleich mal hingestellt und habe dann die Leute, die da hochkommen, gefilmt. Im kleinen Gang ging es für alle nach oben. Und der da jetzt kommt, der so ein bisschen schräg auf dem Rad sitzt, der sah auch schon so aus, als wenn der das nicht mehr ewig halten wird. Er wird das auch leider nicht schaffen. Schon ein bisschen älterer Fahrradfahrer. Aber man sah ihm schon an, der ist ziemlich am Ende. Der Brite nochmal, den ich anfangs auch gesehen habe. Und die meisten blieben jetzt auch nicht so lang. Haben kurz auf dem Stuhl verschnauft, eine Kleinigkeit gegessen, Wasser aufgefüllt. Und dann sah man auch, ging es wieder weiter. Nun auch für mich, also Start zum zweiten Teil der Etappe. Geht also jetzt nach Cahet-Ploguet. Hab hier 20 Minuten Pause gemacht. Gegessen hatte ich ja was kurz hinter Brest, also Milch, Salz und ein paar Crêpes. Und hier habe ich wieder nichts gegessen. Und bin dann weitergefahren. 11 Uhr haben wir mittlerweile. Und es wird ein sehr heißer Nachmittag werden. Eine sehr schöne Fahrt. Und wie das weitergeht, das seht ihr dann im nächsten Teil. Schönen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.